Eigentlich haben wir soweit alles fertig. Ich ziehe mir noch meine Schutzweste an fürs Geländetraining. Das ist da Pflicht. Und dann können wir loslegen. So, dann haben wir alles. Beefy ist ready. Ich bin ready. Los geht die Reise. Ich war nicht immer gut im Reiten, nein. Ich habe bestimmt Gefühl gehabt fürs Pferd, aber ich war jetzt nicht das Jahrhunderttalent, was frühzeitig viel Erfolg hatte. Also im Prinzip fing das dann an mit 16, als ich zu meiner ersten Europameisterschaft fahren durfte. Das war relativ überraschend und damit ging es dann los. Mein Name ist Jérôme Robinet. Ich bin 24 Jahre alt, Sportsoldat bei der Bundeswehr in der staatlichen Sportförderung. Und mein Sport ist der Reitsport, speziell die Vielseitigkeit. Okay, Jérôme, geh los. Wir bleiben hier erst ein bisschen am Wasser. Ja. Und guck, dass du ihn frühzeitig vor dir hast. Ne? Ja. Dass er nicht zu lange zu tief bleibt, sondern wirklich vor dir ist. Galoppierst weiter über den weißen, schmaleren da links, durch die Wellenbahn durch und einmal die Kombination reinspringen. Guck mal einmal kurz. Ja. Der Weg ist immer ganz langwierig, bis man da zusammengewachsen ist. Also du kannst auch nicht so, sag ich mal, 1 + 1 ist 2, der beste Reiter und das beste Pferd und dann werdet ihr Olympiasieger. So funktioniert das nicht. Oh, das konnte man jetzt schön sehen bei Jérôme, dass er schon vor dem Absprung im Grunde nach rechts geguckt hat, wo es weitergeht und direkt den Oberkörper richtig hatte, die richtige Balance, das Pferd in die Richtung gebracht hat, ohne großartig zu lenken. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Und das Pferd auch. Mein Name ist Julia Krajewski. Ich bin die erste Frau, die olympisches Gold in der Vielseitigkeit gewonnen hat. Außerdem bin ich Bundestrainerin für die U25-Reiter in der Vielseitigkeit in Deutschland. Vielseitigkeit ist im Grunde der Triathlon im Reitsport. Das heißt, wir absolvieren mit einem Pferd 3 unterschiedliche Disziplinen. Zuerst kommt die Dressur. Da reiten wir eine vorgegebene Aufgabe in einem weißen Viereck. Danach absolvieren wir einen Geländeritt über natürliche Hindernisse, Wasser, Baumstämme, Gräben, Wälle, auch mal besonders schmale Sprünge, die so ein bisschen tricky sind für das Pferd. Und der Springparcours kennen vielleicht viele. Da geht es darum, dass die Stangen liegen bleiben und nicht runterfallen dürfen. Ich glaube, das, was meine Schüler von mir lernen können, ist, dass sich Durchhalten auszahlt. An Julia als Trainerin schätze ich, glaube ich, ihre Ehrlichkeit. Die macht einen wirklich besser und probiert einen auch besser zu machen. Aber ich glaube, sie will auch am Ende 100% Einsatz. Sehr gut, Jérôme. Auch gut so vom Oberkörper, von den Augen. Jetzt ging es besser, ne? Ja, deutlich. Also für mich ist das Pfingstturnier das erste große Highlight im Jahr und auch dieses Jahr für Beefy das erste große Highlight. Beefy und ich trainieren im Prinzip jeden Tag zusammen, dass wir top vorbereitet dahin fahren. Oh, jetzt muss er trinken. Hat aber auch einen Durst. Beefy, der eigentlich Braveheart heißt, hat viele Ecken und Kanten. Und deswegen habe ich ihn, glaube ich, so gerne. Gar nicht mal, dass das jetzt das beste Pferd ist, was ich jemals geritten bin, sondern er ist wirklich sehr besonders in seinen Eigenarten und das finde ich, glaube ich, so cool an ihm.
Das ist eigentlich mein Zuhause, wenn ich auf dem Turnier bin. Also hier stehen wir im Wohnzimmer. Da hinten schlafe ich meistens. Da ist so ein Top-Sleeper. Am Ende nehmen wir so meistens für 4-5 Tage Essen mit. Und meistens sind das dann die Dinge, die schnell gehen. Also Nudeln, Reis. So sieht mein Leben, vor allem die nächsten 4 Wochen, größtenteils aus. Wir haben den LKW vorbereitet fürs Wochenende, haben alles eingepackt, alles was Beefy braucht, was ich brauche. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt holen wir ihn noch von der Wiese rein und dann starten wir morgen früh. Ich baue immer erstmal so eine Sicherheitszone für die Teilnehmer, damit die Pferde einfach beobachten können, ohne Angst zu haben, dass sie ihnen gleich auf die Füße treten. Und dann haben die auch außerdem eine Beobachtungsübung, damit ich mal rausfinde, wer hat eigentlich wirklich Angst und wer ist eher so freudig erregt. Ach so, ich sollte ab und zu mal auf die Uhr schauen. Gut, es ist erst 9 Uhr, ist alles easy. Ich bin Friederike Anslinger-Wolf und ich gebe Führungskräfte-Coachings mit Pferden. Ich erwarte jetzt Leute, die von der Unternehmensberatung kommen. Das sind gestandene Führungskräfte, die zum ersten Mal in ihrem Leben wahrscheinlich so einen engen und engeren Kontakt mit Pferden haben. Und die sollen dort eine Selbsterkenntnis haben. Ich bin sehr gespannt auf die Aha-Momente, die da rüberkommen. Ich komme ursprünglich aus der Konzernwelt und habe dort als Führungskraft gearbeitet. Habe dort auch eine Karriere gemacht und habe mich da durchgeboxt. In dem Moment, wo ich halt immer mehr Verantwortung hatte, musste ich viele Change-Prozesse machen und habe ziemlich viel Widerstand erlebt. Und dann habe ich mich damals entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Die ging über 2 Jahre. Und die haben mir damals empfohlen, ich sollte doch mal gucken, ob ich irgendwie das Pferd in den Coaching-Prozess einbeziehen konnte. 2017 bin ich dann auch raus aus der Bank und bin jetzt komplett selbstständig. Das ist die Chefin, das ist Mary. Sie ist 27 Jahre alt und wie man sieht, das hier mit dem Fellwechsel, das klappt auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Solange sie aber Lust hat, darf sie natürlich mitmachen. Also sie hat mir eigentlich beigebracht, mir selber zu vertrauen und das ist schon eine ziemliche Nummer gewesen. Also dann erstmal herzlich willkommen bei FAW Coaching mit Pferden. Wir haben auch Tee übrigens. Ihr werdet heute eine kleine Reise machen zu euch selbst und die Pferde werden euch dabei begleiten. Ich interessiere mich vor allem dafür, wer ihr seid. Und dann, was fällt dir zu den Begriffen Führung, Leadership und Pferd ein? Falls ihr Befürchtungen habt, dann dürft ihr die natürlich jetzt auch äußern. Ja, hallo, mein Name ist Franziska. Also ich habe Respekt vor Pferden. Ist für mich ein Tier, was Autorität auch ausstrahlt, aber was auch für mich ganz viel mit Empathie zu tun hat. Also Befürchtungen, Erkenntnisse, die mir nicht gefallen. Also dass ich ja, eventuell dann doch an meine Grenzen stoße. Und ein Wunsch ist noch ein nettes und zutrauliches Pferd. Ich wünsche mir ein nettes Pferd. Okay, danke schön. Mein Name ist Thorsten, ich wohne und lebe mit meiner Familie in Berlin. Und wenn ich an Pferde denke, dann sage ich mal, ist das ein klarer Lernprozess. Ich war mal in Südafrika gewesen und hatte mir zugetraut, ohne Training, ohne Führung mal die Dünen lang zu reiten. Es war wirklich hart an der Stelle, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich glaube, bei einem Pferd ist es so, dass das Pferd ein ganz gutes Gespür dafür hat, wie viel innere Überzeugung ist eigentlich da. Nehmt bitte eure Moderationskarten mit und den schwarzen Stift. Dann folgt ihr mir in die Arena. Einfach mal reinlaufen. Euer Job ist jetzt einfach, diese Pferdeherde zu beobachten.
Ein bisschen unangenehm jetzt, die lauten Geräusche. Früher in meiner Schulzeit, da habe ich geritten, da haben meine Kumpels Playstation gespielt oder waren im Schwimmbad oder haben so Sachen gemacht. Also ich habe viel Zeit da immer rein investiert. Manchmal wäre ich auch gerne vielleicht irgendwo anders hingegangen, aber ich hatte das große Glück, dass ich einige sehr, sehr gute Freunde hatte, wo ich trotzdem immer hingehen konnte, wo ich dann trotzdem zu irgendwelchen Partys mitgekommen bin, auch wenn ich vielleicht die letzten 5 Wochenenden nicht dabei war, weil ich doch wieder auf dem Turnier war. Jerome ist Perfektionist, will immer alles richtig auf den Punkt gut haben. Beefy ist ein kleiner Wildfang, aber mit ganz viel Charakter und Herz. Die beiden haben schon eine schöne Prüfung zusammen erfolgreich gemeistert und ich hoffe, dass das in Wiesbaden auch so klappt. Hier ist mit Braveheart, Jerome Robinet, Deutschland, Germany. Dressurreiten ist viel Arbeit, viel harte Arbeit. Das kannst du nicht einfach so intuitiv machen, sondern das sind viele Abläufe, die du immer wieder üben musst und wo du dich selbst auch immer wieder einfach korrigieren musst, weil das ist Perfektion und da muss man wirklich ganz, ganz konzentriert sein. Meine Ausgangslage ist, ich bin dann jetzt am Ende so im mittelmäßigen Bereich damit, aber die Dressur ist auch nicht seine Stärke, sage ich mal so. Deswegen können wir da nicht zu viel von ihm erwarten, aber Springen und Gelände sind absolut seine Stärken und Favoriten auch, deswegen da hoffe ich, dass ich noch ein bisschen aufholen kann. Also Julia trainiert mich. Aber sie ist auch Konkurrenz für mich, absolut. Und wer dann am Ende vorne steht, der hat es auch verdient. Also wenn man auf Mandy sitzt, das ist nicht nur ein PS, das sind ein paar PS mehr. Gibt einem ein unheimliches Gefühl von Kraft, von irgendwie Leistungswillen, die ist immer da. Das hier ist Amande de Benneville, meine Stute, auch genannt Mandy. Und wir sind letztes Jahr Olympiasieger geworden. Also ich wusste, wenn ich einen Springfehler habe, gewinne ich noch Bronze. Bei mehr halt nichts mehr. Als ich losgeritten bin mit ihr, habe ich gesagt, komm Mandy, das machen wir jetzt, das holen wir uns jetzt. Und so mal dieses Gefühl zu haben, dass man so wirklich eins wird mit dem Pferd. Also wenn ich es mal hatte, dann an dem Tag. So, noch 2 Hindernisse. Dieser Ochser. Julia Krajewski, Amande Benneville, holt euch die Distanz, holt euch den Sprung, holt euch Gold! Und sie haben Gold, meine Damen und Herren! Ich kann es gar nicht anders beschreiben als krass, aber man hat irgendwie so viel zurückgegeben für die Jahre, die alle mit einem gehofft und gelitten haben. Ich könnte auch direkt noch wieder losheulen. Julia Krajewski. Wiesbaden ist für mich ein besonderes Turnier. Da habe ich nämlich meine erste 4-Stern-Prüfung gewonnen. Und es macht natürlich unheimlich Freude, in dem Schlosspark mit dem pinken Schloss im Hintergrund und immer unheimlich vielen Zuschauern, begeisterten Zuschauern zu reiten und hoffentlich die Vielseitigkeit gut zu präsentieren. Unser nächster Starter, gerade der Braveheart, hier ist Jerome Robinet für Deutschland, Germany.
glaube, in vielen Situationen mache ich intuitiv das Richtige. Aber es gibt immer Situationen, die du dir vorher nicht so ausmalen konntest. Man hofft es nicht, aber passieren kann immer alles. Er hat mich ausgesucht. Ich konnte gar nicht anders als sagen, du bist mein. Das war eine Begegnung also ich war schockverliebt. Ich bin in meinen 60 Lebensjahren noch nie durch so einen großen Veränderungsprozess gegangen, noch nicht mal als die Kinder da waren, wie mit Leroy, als der in mein Leben getreten ist. Es hat sich alles geändert. Von jetzt auf gleich Schalter umlegen und wupp, andere Kulisse. Ich heiße Denise Fries und ich habe das Reiten nach einer 31-jährigen Pause wiederentdeckt. Mit 6 ungefähr habe ich angefangen. Reiterfahrung hatte ich, aber auch nicht so im Handling der Pferde so gut wie gar nicht. Je älter ich wurde, ich sag mal so ab 18 ungefähr, wurde es dann auch immer weniger. Und ich weiß noch, ich meine, zuletzt hätte ich mit 24 auf dem Pferd gesessen. Ich habe studiert, ich habe eine Familie gegründet, bin dann vom Ausland wieder zurückgekommen. Der Job hat mich nach Frankfurt gebracht. Und ja, so bin ich dann hier alt geworden. Die Wende war 2018. Wenn ich wüsste, keine Ahnung, irgendwann hatte ich diesen Spleen, gehst mal reiten. So. Bin dann in der ersten Reitstunde aufs Pferd und nach 30 Minuten war ich durchgegart. Nass geschwitzt, Beine wie Gummi und das hat mir meinen körperlichen Verfallszustand gezeigt. Also ich war wirklich entsetzt über mich selbst. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt machst du es ernsthaft. Jetzt fängst du mit der Reiterei wieder an. Während ich also gucke, wo gibt's Trainer, habe mich mit der Reitweise beschäftigt und dann gab es da diese Annonce und hier war es wirklich so, er ist auf mich zugekommen und nach dem Motto, huch, wer bist du denn? Und ich bin geschmolzen wie Butter in der Sonne. Also der hat mich in den ersten 10 Sekunden hat er mich abgecheckt, ja, und wusste genau, oh, mit der kann ich einiges wagen. Und so war es dann auch. Im ersten Jahr hatte ich echt mit ihm zu kämpfen. Junge Pferde haben einige Flausen im Kopf. Muss man schon jeden Tag hier hinkommen. Der dicke Mann möchte bewegt werden, er möchte nicht nur im Stall stehen. Und alles andere würde ihn noch krank machen. Ich hatte mir das am Anfang vorgestellt, ja, wie lange brauchst du? 1,5 Stunden und dann bist du durch und dann bist du wieder zu Hause. Ja, mittlerweile sind das dann so 3 Stunden, wo ich hier bin. Aber weil ich trödel, ich schmus mit dem. Es ist ja schon fast meditativ, das Putzen. Ist nichts mit Sofa, ja, am Sonntag. Da kommt man hier in den Stall bei Wind und Wetter. Es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, nee, das hast du aber jetzt scheiße gemacht. Ja. War eine Nummer zu groß, hättest du den bloß nicht gekauft. So. Wie oft bin ich vom Pferd geflogen? Als Kind, als junges Mädchen, da habe ich überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, habe mich wieder draufgesetzt, bin weitergeritten.
ich sag mal, es ist schon wirklich ein deutlicher Unterschied. Mich jetzt aufs Pferd zu setzen, da überlege ich mir dreimal, ob ich bei Sturm rausgehe mit dem Leroy oder wenn er jetzt mal gerade unter Strom steht, ob ich mich da jetzt gleich draufsetze oder ihn erst mal ablongiere, damit er sich abregen kann und ich mich dann erst draufsetze. An solche Sachen hätte ich früher nie gedacht. Aber es ist gut gegangen. Ich hatte Hilfe und man arbeitet an sich selbst. Man muss an sich selbst arbeiten, um mit einem Pferd klarzukommen. Von daher, ich habe alles richtig gemacht. Ich hätte keine bessere Entscheidung treffen können. Bis 80 zu reiten, das wäre toll. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und dann erst kann ich sagen, so, jetzt kann ich auch gehen. Wenn der Leroy nicht mehr da ist, dann so. Das wäre mein Plan. Also das geht nicht, dass ich vorher gehe vor ihm. Nee, kein Ding. Keine Option. Das kann morgen wieder anders sein und in 3 Minuten auch. Also ich kann es ja jetzt sagen, Dolly wird gerade in die Herde integriert. Ne? Die sind jetzt seit 4 Wochen miteinander unterwegs. Und leider hat sie heute, haben wir einen Tag erwischt, wo sie jetzt klar macht, wer hier eigentlich der Chef ist. Ja. Ihr sagt mir einfach den Namen und dann darf jeder nacheinander sein Pferd abholen. Ich hätte gerne Chiara. Chiara, okay. Genau. Thorsten, hast du einen Auszug? Also einen bleibenden Eindruck hat bei mir aktuell nur Dolly hinterlassen. Gut, dann kriegst du die. Thorsten. Einer muss ja. Es gibt immer Leute, die sich eigentlich nur für die wilden Pferde interessieren. Also wer sich wegduckt vor dem, was kommt, der hat sowieso ganz viele Schwierigkeiten, innerhalb von einem Team was durchzusetzen. Und jetzt versuchst du einfach mal hier stehen zu bleiben. Ja. Und nirgendwo hinzugehen, sondern nur Kontakt mit dem Pferd aufzunehmen und so nah wie möglich hier am Kopf bleiben. Na, sortierst du jetzt auch? Dein Job ist jetzt, hier so ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Ne? Dann nimmst du hier das Seil. Bitte nicht um die Hände wickeln, sondern einfach so festhalten. Je ruhiger du bist, desto ruhiger ist der. Kannst du jetzt hier stehen bleiben, ohne mich? Ja, geht das? Ich versuch's, ja. Also hier streicheln, einfach mal hier stehen bleiben. So, okay, also Thorsten übernimmt sozusagen jetzt immer die Führung und geht am besten vorne weg. Läufst hier so immer im Kreis. Also mein Vertrauen liegt eigentlich im Coach. Ja, und ich glaube, wenn man ein paar Punkte geregelt hat, dann klappt das schon. Ja, und haben uns kennengelernt und dann passt das schon. Aber ich habe keine Ahnung von Pferden, also ich vertraue nur dem Coach gerade. Komm her. Hm? Sehr gut. So tiefenentspannt. Verhältnisse sind geklärt. Willst du noch ein Stück mitkommen, ja? Kann ruhig ein bisschen schneller gehen, das ist ein Sportpferd, ne? So, zack. Du musst mal versuchen, da zu dem gelben Hütchen zu laufen. Ja? Nee, willst du nicht? Das ist für mich jetzt gerade eher so was mit Kraft zu tun hat, weil ich jetzt denke, ich müsste sie doller ziehen. Aber das will ich nicht, weil ich dann Angst habe, ihr weh zu tun. Okay. So, deswegen versuche ich es jetzt lieber mit guten Worten und mit Streicheleinheiten. Aber wahrscheinlich kommen wir so nicht weiter, Chiara. So, daher versuchen wir das jetzt nochmal. Und wir gehen jetzt zu den gelben Hütchen. Komm, na los. Komm, Chiara, los. Sehr schön, super. Lassen wir erstmal Jan vorbei. Du kannst noch ein bisschen auffordern. So. Ja, gut. Nicht so viel angucken. Trau ihr, dass sie dir folgt. Thorsten, der jetzt mit Dolly geht, der hat einfach keine Angst vor Konflikten. Auch vor sich selber nicht.
Und die anderen sind dann eher konfliktscheu. Nur auch, man muss halt eine Balance finden zwischen Draufgänger, ne? Also in den Konflikt hineingehen und sich vor dem Konflikt drücken. Also man braucht genau was in der Mitte. Wir haben jetzt noch mal was Interessantes mit euch vor. Charlotte und ich haben uns überlegt, dass wir euch die Gelegenheit geben, mit dem Pferd eine kleine Herausforderung zu machen. Ihr geht so über 3, 4 Hindernisse jetzt. So, dann kommt ihr hierher zurück und dann geben die 3 dir ein Feedback. Abgehärtet. Hallo, bist du wieder da? Ich habe beobachtet, dass sie am Anfang, war zumindest mein Eindruck, gleich nochmal versucht hat zu gucken, führe ich oder führe ich nicht. Ja, und dann haben wir uns dann schnell geeinigt und dann ist sie mir gefolgt im Prinzip. Wir können da gerne Freiräume haben, das ist kein Problem, ja, aber ein paar Grenzen werden schon gesetzt. Ja, und wir wollen ja den Parcours ja schaffen. Komm her. Ich habe beobachtet, ich sehe, dass du sehr viel Ruhe und Gelassenheit ausstrahlst im Umgang mit dem Pferd und daraus leite ich ab, auch im Umgang mit deinen Mitarbeitern. Okay, so, jetzt darfst du ihm das überreichen. Oh. Geschenke. Ich interpretiere, dass er das durch eine relativ enge Führung gemacht hat. Also man hat das auch ein bisschen gesehen, dass das Halfter sehr eng gehalten wurde, was natürlich dann auch zum Erfolg geführt hat. Dankeschön, ja. Gut, wie geht's dir jetzt mit so einem Feedback? Noch besser als vorher. Alles klar. Also die Wirkung von positivem Feedback ist, dass die Menschen anfangen zu lächeln. Das könnt ihr euch merken für eure Mitarbeiter. Ja, es ist tatsächlich ein Traum, den ich hier lebe. Und ich bin zufrieden damit. Also ich habe so ein Schlüsselerlebnis als Kind gehabt. Ich bin morgens aufgewacht und bin zu meiner Mutter und habe zu ihr gesagt, eines Tages werde ich einen riesen Hof haben mit ganz vielen Pferden und dann werde ich da mit denen arbeiten. Und im Grunde habe ich mein Leben unbewusst darauf ausgerichtet, dass es irgendwann soweit ist, dass ich mit Pferden und Menschen zusammenarbeiten kann. Ja, ich dachte, der Boden ist gut und der hält's gut, aber das war kurz brenzlig. Also da war ich kurz selbst geschockt, weil sowas plant man nicht mit ein. Er sprang eigentlich super gut und er war super in Form, aber irgendwie sind wir einmal gerutscht und waren kurz vorm Hinfallen quasi. Und dann ist die Reise hier für uns vorbei, wenn wir da ausgerutscht wären. Aber vom Parcours an sich hat er das super gemacht und ich glaube, wir sind jetzt vom Gelände 5. Und jetzt probieren wir uns zu konzentrieren und das Beste nochmal zu geben und dann schauen wir, wo wir am Ende landen. Schmalen, aber erst nochmal 3 Galoppsprünge geradeaus danach. Genau, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, musst du den Galopp aber auch wieder mitnehmen, weil das ist ja schon reell viel zu springen. Ja. Ne? Und dann den Galopp wieder mitnehmen, dass du auch genau weißt. So ein bisschen schwungdicht rankommst, dass Genau. wir die Tiefe hier kriegen. Ja. Ich denke, die machen schon einen ordentlichen Satz. 2 Meter bestimmt dahinter. Okay? Yes. Sehr gut. Ja, wir greifen morgen im Gelände an. Das ist genau Beefys Ding. Ich glaube, ich mache morgen ein bisschen längere Stollen rein, aber ansonsten bleibt alles beim Alten, genau. Das ist sozusagen die Spikes für den Grasboden. Damit er da guten Halt hat, wenn wir da schnell unterwegs sind. Die sollen es werden. Und ich mache Beefy gleich fertig und dann drehe ich die Stollen rein. Kurz bevor es losgeht, kurz bevor wir starten, probiert man eigentlich immer, dass man
wirklich sehr konzentriert und fokussiert ist. Also man ist zwar schon aufgeregt und hat eine innerliche Spannung, aber ich sag mal, die Gedanken, die dürfen nicht so rumschwirren und mit einem durchgehen. Und jetzt kommt Jérôme Robinet in Richtung Hauptarena, meine Damen und Herren. Seine Mission ist Bestzeit. Hier ist er. 5:08, das wird eng. Im Moment über die 5:50 leider rübergekommen, Jérôme Robinet. Aber er versucht dann noch im Reglement nach vorne zu kommen im Klassement. Es ist im Ziel. 6 Minuten 6:05. Also die Pferde werden abgewaschen, weil das natürlich es ist auch anstrengend für die, also körperlich anstrengend. Die schwitzen, die haben Puls. Und jetzt gestartet Julia Krajewski, die Olympiasiegerin, meine Damen und Herren, mit Amont de Beneville. Rücke Nummer 24, 26,0. Sie kommt. Wo ist Wiesbaden? 5 Minuten 0 für Julia Krajewski. Jetzt muss sie ruhig weiterreiten, dann hat sie das nicht. Achtung! Macht sie! Natürlich! Hier kommt Julia, meine Damen und Herren, Julia Krajewski reitet zum Sieg in Wiesbaden. Das letzte Hindernis und da ist sie, die Siegerin! Hey, we gonna rock this place! Winner! 5 Minuten 52, 5:52. Final score 26,8, 26,8. Das ist der Sieg für Julia Krajewski. Ne, 100% zufrieden und Top-Einstand ins Jahr mit ihr. Besser geht's natürlich nicht. Die Goldmedaillengewinner von Tokio auch siegreich hier in Wiesbaden. Amont de Beneville und Julia Krajewski, Deutschland, Germany. Und da ist der erfolgreichste U25-Reiter Jérôme Robinet. Am Ende ist das Pferd fast mein komplettes Leben, wo viel drumherum gebastelt wird. Familie, Freunde, Beziehungen, das hat am Ende alles ein bisschen damit zu tun und das funktioniert aber in meinem Fall sehr, sehr gut. Also ich bin kritischer geworden mit dem ganzen Reitsport generell, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht immer so pferdegerecht abgeht. Ja, ich bin ja vorher mit Mary Turnier geritten und das habe ich 30 Jahre lang gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, das erfüllt mich eigentlich nicht wirklich, also dieses Sportreiten. Weil da so ganz viel Druck auch dahinter ist. Und da wird das Pferd halt nicht immer als Partner gesehen und wird halt auch viel gemacht, dass dann Dinge eben nicht auffallen. Normalerweise ist es so, dass so ein Pferd eigentlich 24 Stunden in der Box steht oder sagen wir 23 Stunden und dann 1 Stunde lang von seinem Reiter bewegt wird. Also aus der Welt komme ich. Durch die Art und Weise, wie ich sie jetzt heute halte, sodass sie die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie rein oder rausgehen aus der Box, habe ich das Gefühl, ich habe ihnen was Gutes getan und dass sie einfach mehr Pferd sind, als sie das jemals zuvor waren. They're being wasted as you speak.
Remind me once more how they came to be your calling. Do you even know you're falling?